Hi Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man ein Profilbild wie ich machen kann. Dafür braucht ihr PicsArt, Canva und CapCut. Erstmal sucht ihr ein gutes Hintergrundbild, egal wo, meine Empfehlung Pinterest, und das fügst du dann ein. Dann suchst du bei Sticker den Charakter, den du benutzen willst, zum Beispiel Max, und den Charakter fügst du dann ein und passt ihm zum Bild an. Nun suchst du das Logo deiner Wahl. Ich nutze CapCut, weil ich dort meine Videos editiere, aber man kann natürlich nehmen, was man will. Danach gehst du zu den Layouts, machst das Logo unter die Figur in der Mitte und positionierst es so, wie du möchtest. Am besten ist die obere Ecke, wie ich es mache. Dann nimmst du noch ein Logo und packst es am besten in die andere Ecke und machst genau das gleiche, was wir davor mit dem anderen Logo gemacht haben. Du suchst dann auch am besten die Farbe, die dein Hintergrundbild hat. Dann suchst du das, was am meisten leuchtet. Das gleiche macht ihr mit den Apps. Dafür müsst ihr Glow suchen und das nehmen, was ich nehme. Dann genau das gleiche bei den Logos wie bei den Charakter in der Mitte machen. Nun geht ihr zu Canva rüber und wählt YouTube Profilbild. Dann wählt ihr euer Bild und geht zu dem linken Rand und verlängert es mit der Ecke vom Bild. Danach sucht ihr eine Schrift, die schön ist, und fügt sie ein. Natürlich müsst ihr noch euren Namen schreiben. Dann passt ihr den Namen zum Motto von eurem Bild an. Dann geht ihr auf Effekte und biegt die Schrift. Wenn du jetzt auf Erweitern drückst, kannst du den Buchstabenabstand entscheiden. Dann fügt ihr bei Elemente eine Krone eurer Wahl ein und versucht sie auf den Anfangsbuchstaben richtig zu platzieren, bis es gut aussieht. Wenn ihr fertig seid, exportiert es, dann geht ihr in CapCut und passt es an, so wie ihr es gut findet. Dafür müsst ihr zu Bildern euer Bild einfügen und so sieht es am Ende aus.